Monsieur, ça va? Ça va? Ça continue? Oui. Oui, c'est un autre. اطلع الجبنه Oui. وشوف هاد الحاله كي دايره. Oh, pardon. Wow. Es ist immer noch erst der Anfang meiner Marokko-Reise, aber diese erste Woche Fahrradfahren hat mir gereicht, um mich an das Land zu gewöhnen. Im Gegenzug dazu bin ich für alle, die ich hier treffe, alles andere als gewöhnlich. Und das tägliche sonst so ruhige Treiben wird bei meiner Ankunft plötzlich hektisch. Die Schafe fangen an zu rennen, die Kinder an zu schreien und selbst so mancher Esel wird aus der Fassung gebracht. Oh, je suis désolé. Ich könnte natürlich auch einfach die Hauptstraße nehmen. Dann wäre ich kein Unruhestifter und würde mich nicht als Eindringling erleben. Aber trotzdem fühle ich mich auf den vielen kleinen lokalen Wegen, Pfaden und Pisten am wohlsten. Und so habe ich mir für die kommenden Tage eine Route ausgesucht, die eigentlich nur für Esel und Pferd gedacht ist. So, da hinten ist die Autorität. Die sagt mir, hier kann ich nicht langfahren. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich den überreden kann. Ja, das wäre echt eine sehr coole Route. Und zur Not kann ich ja immer noch umdrehen. Ich glaube, das wird nichts. Kommst du? Aït Yalla. يحيى Oui, Aït. يحيى Oui, c'est ça. ولكن نو نو غير تجرها وصافي. Comme ça. اي Oui, comme ça, c'est bien. راه ماشي بحال هنا. Oui, ماشي هنا. راه هنا لا. comme ça. راه هنا غتمشي ولكن غتجرها وصافي. باو. Oui. Oui, peut-être oui. Ah, okay. شكرا. مو دي نشطة في البحر. هانت ايه شهر. Ja, wat altijd heet. Bonjour. Ik kan jullie al die vinden. Oui, je sais. Faut... Avec les cheveux. Niet Yahya. Oh Mann, jetzt kommt er noch, weil wirklich der Arme hat gerade den Berg hochgeschoben, weil sein Mofa das nicht macht. Das kann ich eigentlich auch nicht machen. Muss ich mal schauen, was er zu sagen hat. Echt süß, der ist mir jetzt bisher gefolgt, nur um mir diese Abzweigung zu zeigen. Ich selber hätte eine andere genommen, aber sehr gut, weil die wird safe besser sein. Und der hat mich zum Glück verstanden, also der meint, ja, mit dem Pferd geht. Und wenn es mit dem Pferd geht, dann mit dem Fahrrad auch irgendwie. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va? Oui. Oui, ça va, merci. Viens. Aït Yalla. Hein? Il s'appelle comment? Aït. Je m'appelle français. Ich war mir echt nicht sicher, ob ich in diesem entlegenen Teil der Berge überhaupt auf andere Menschen treffe. Auch wenn die Landschaft lebensfeindlich erscheinen mag, reicht das wenige Grün, um die Viehherden zu ernähren. Jedoch gibt es hier keinen Strom, keine Straßen und auch keine Schulen. Und so sieht man, dass viele der Region den Rücken gekehrt haben.
trotzdem sind einige geblieben und führen ein Leben, das sich vergleichsweise wohl kaum von dem der vorangegangenen Generation unterscheidet. Und so findet man in dieser kargen Landschaft weiterhin Häuser und Familien, die der Moderne trotzen. شكرا. Oh, pardon. Il a peur. Ouais. Oh. Au revoir. Nach 2 Tagen ohne befestigten Untergrund konnte man in der Ferne wieder eine Straße ausmachen. Auf die damit verbundene Leichtigkeit der Fortbewegung habe ich mich sehr gefreut und ich musste nicht mehr permanent eine Idealspur durch das Geröll suchen und konnte wieder entspannt meinen Blick wandern lassen. Und auch wenn ich die Straße nun umso mehr zu schätzen wusste, wurde mir diese immer recht schnell zu komfortabel. Am aufregendsten und irgendwie auch magischsten waren nun mal die Gebiete fernab der befahrbaren Wege. Und so entwickelte sich meine Reise zu einem ständigen Wechsel zwischen Verlassen und Wiederfinden der brauchbaren Straßen. Das sieht so komplett absurd hier aus. Salam. Bonjour. Ludwig. Wild, man, it's wild. Ja, was geht hier ab?
hinten ist der Offizielle, der mir immer hinterherfahren muss. Jetzt habe ich ihm hier diese Piste angetan. Der hat gesagt, ich muss auf Teer fahren. Aber ich habe da keinen Bock drauf. Jetzt werde ich immer verfolgt. Da bin ich mal meine Ruhe. Damit es den Touris gut geht, gell. Naja, mir wird es besser gehen, wenn man mich in Ruhe lässt. Kann man nichts machen. Muss ich jetzt irgendwie schauen, dass ich den abhänge. Irgendeine Route nehmen, wo er mit seinem Roller nicht langkommt. Das ist zwar ein bisschen asozial, die wollen nur das Beste für mich, aber soll man tun. So, ich will anders reisen. Der Kollege mit seinem Roller wird seinen Spaß haben, gell? Opa, Opa. Plötzlich stand ich unter ständiger Beobachtung. Ich wurde auf Schritt und Tritt begleitet. Ob mir das gefällt oder nicht, hat keine Rolle gespielt. In Marokko scheinen die Makadems, also die lokalen Ortsvorsteher, dafür verantwortlich zu sein, dass in ihrem Gebiet alles nach rechten Dingen verläuft. Sie übernehmen also quasi die Rolle der Polizei. Das heißt, wenn mir als Tourist in ihrem Einflussgebiet etwas passiert, werden sie dann dafür zur Verantwortung gezogen. Und auch wenn mir diese ganze Problematik bewusst war, wollte ich diese dauerhafte Eskorte einfach nur wieder loswerden. Mir wurde plötzlich verboten zu zelten. Meine Route musste an meine Begleitperson angepasst werden. Und vor allem hat mir diese ständige Überwachung doch ziemlich meine Stimmung getrübt. So, jetzt bin ich aus der Zone von dem anderen raus. Und jetzt wartet hier der Nächste, der mich begleitet. Ja, tragisch. So. So. Was? Nee. Okay. Ich könnte locker noch eine gute Stunde fahren. Auf keinen Fall werde ich in dieser Schlucht schlafen. Ich weiß auch nicht, ob ich da durchkomme. Also das wäre Quatsch. Richtiger Pool hier. So viel Wasser werde ich nicht mehr finden. Deswegen bade ich da jetzt. Es ist zwar übel die Plörre, aber also dreckiger werde ich sicher nicht dadurch. Also ich bin jetzt endlich meinen Aufpassern entkommen. Ich habe dann gestern Abend so einen kleinen Eselpfad genommen und
Ja, da sind sie halt nicht hinterher. Habe ich dann noch öfter angerufen, aber bin nicht rangegangen. Das ist zwar auch nicht so korrekt von mir, aber ich will allein reisen. Die haben mich behandelt wie so ein Baby, als könnte ich keinen Meter allein fahren. Ja, und ich hoffe, die warten nicht im nächsten Teil wieder auf mich. Also der Pass hier geht auf 3000 Meter hoch. Ich habe nicht mehr so viel Wasser. Das heißt, ich werde so Sachen machen, die kein Wasser brauchen. So Eier, Brot, Zwiebel, irgendwas. Halt mit Öl. Ja. Diese Zwiebel sieht echt nicht so gut aus. Ja, okay, die schimmelt. Scheiße. Wack. Naja. Was jetzt? Ich kann euch sehen, Männer. Ihr mich auch. Die Kollegen sind schon oben. Ich muss noch kämpfen. Aber ich hab's auch gleich.